Hallo Holzfreunde! Ich möchte euch eine Regalhalterung vorstellen, die euer Wandregal schweben lässt. Wir bauen ein kleines Regal aus Massivholz mit einem ganz besonderen Bodenträger. Das sind die Bodenträger, die ich meine. Für die Befestigung eures Regalbrettes an der Wand braucht ihr davon mindestens 2 Stück. Jetzt aber erstmal zum Regalbrett. Dieses baue ich mir aus einem schönen dunklen Nussbaum. Das sägeraue Schnittholz richte ich mir jetzt von 2 Seiten ab. Nun formatiere ich es auf die finale Breite und Länge. Jetzt nochmal durch den dicken Hobel für eine einheitliche Dicke. Nun werden aber erstmal die Regalträger an die Wand gebracht. Dieser hat 2 Langlöcher, mit dem ihr den Träger an die Wand schrauben könnt. Wenn ihr mit der Bohrung etwas verrutscht, könnt ihr damit leichte Korrekturen vornehmen. Jetzt markiere ich mir die Lage der Zapfenbohrung. Dazu positioniere ich das Regalbrett so unter die Träger, wie es später hängen soll. Und markiere mir die Mitte der Zapfen. Die Markierung übertrage ich mir auf die Seite, zeichne mir noch die Mitte des Regalbrettes an und schon habe ich die Bohrposition von meinen beiden Zapfenlöchern. Diese bohre ich mit einer Tischbohrmaschine, da diese möglichst rechtwinklig sein müssen. Die Position und die Waage der Bohrung muss nicht unbedingt hundertprozentig sein. Um die Position zu korrigieren, gibt es am Träger verschiedene Einstellmöglichkeiten. Aber dazu später. Da meine Tischbohrmaschine nur einen Hub von 5 cm hat, musste ich noch ein wenig nachbohren. Für die Zapfen braucht ihr eine Bohrtiefe von 100 mm. Da der Kasten vom Bodenträger noch ins Holz eingelassen werden muss, habe ich mir links und rechts eine Bohrung gesetzt. Das erleichtert mir das Eintauchen mit dem Fräser und ist später auch nicht sichtbar. Die Fräsung sollte eine Länge von mindestens 80 mm haben, eine Breite von ungefähr 16 mm und eine Tiefe von mindestens 12 mm. Die Tasche fräse ich jetzt mit meiner Oberfräse und dieser Schablone. Das Video zur Herstellung dieser Schablone verlinke ich euch mal hier oben. Wie ihr eure Tasche herstellt, bleibt euch überlassen. Da gibt es mehrere Methoden. Zudem ist die Tasche später auch nicht sichtbar, sodass ihr auch kleine Fehler verzeiht. Wichtig ist, dass der Kasten vom Regalträger vollständig im Regalbrett versenkt wird, mit etwas Luft. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt noch ein wenig schleifen, etwas ölen und dann kann montiert werden.
Bei der Montage wird das Regalbrett jetzt einfach auf die Zapfen geschoben. Sollte euer Regalbrett nicht so einfach raufrutschen, könnt ihr den Träger noch verstellen. Mit diesen beiden Schrauben könnt ihr den Träger im Winkel verstellen . Und wenn ihr den Zapfen mit diesem Schlitz löst, könnt ihr ihn links und rechts verstellen. So habt ihr immer die optimale Passform. Und der Zapfen dient zusätzlich als Gratleiste. Das Holz kann sich nicht verziehen. Was ist eure Meinung zu diesen Bodenträgern? Schreibt es in die Kommentare und gebt ein Like.